Also bei uns im Mama-Zentrum Hamburg bieten wir an die TCM, also die traditionelle chinesische Medizin. Wir bieten an die MBSR, die Achtsamkeitsmedizin, Maltherapie, Ernährungsberatung und Mikronährstoffberatung. Die Ernährungsberatung wird teilweise vor der Beginn der Therapie mitgemacht. Die MBSR wird tendenziell eher nach der Therapie gemacht. Die TCM wird während der ganzen Chemotherapie verabreicht. Fordern Ihre Patientinnen solche Behandlungen verstärkt an? Und wie gut sind Ihre Patientinnen schon informiert, wenn sie zu Ihnen in die Sprechstunde kommen? Das ist eine sehr gute Frage. Bedingt durch das Internet erkundigen sich sehr, sehr viele Patienten vorweg, was die Klinik anbietet. Insofern wissen die Patienten genau Bescheid, sagen sich, wir kommen gerne zu Ihnen, weil Sie zum Beispiel die TCM hier anbieten. Wie können Ihre Patientinnen zwischen wirksamer, nutzloser oder im schlimmsten Fall sogar schädlicher integrativer Behandlungsmethode unterscheiden? Das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, sie können es nicht. Und das ist natürlich ein ganz großes Problem. Woher soll der Patient wissen, was für ihn gut und was für ihn schlecht ist? Dazu braucht er natürlich die Hilfe von erfahrenen Ärzten, die sehr gut in integrativer Onkologie ausgebildet sind. Gibt es aktuelle integrative Behandlungsmethoden, die zurzeit im Bereich Brustkrebs erforscht werden? Ja, es sind also, denke zwei, drei große Sektoren, die untersucht werden. Das ist zum einen ist es die Ernährung, das wird seit Jahren schon untersucht. Zum anderen ist es die MBSR, also die Achtsamkeitsmedizin, also im Bereich der Stressmedizin. Und als drittes, was jetzt seit einigen Jahren dazugekommen ist, ist im Prinzip die Mikrobiomuntersuchung. Das heißt also die Untersuchung des Darms, welche Einflüsse der auf die Krebserkrankung hat. Welche Rolle spielt die Ernährung bei der Vorbeugung, Behandlung oder auch Nachsorge onkologischer Behandlungen? Die Ernährung spielt eine sehr, sehr große Rolle in der Prävention und auch in der Nachsorge der Krebspatienten. Man hat gesehen, dass im Prinzip dass Patienten, die sich umstellen in der Ernährung, ein deutlich besseres Outcome haben im Verlauf der Erkrankung. Gibt es Superfoods, die die Entstehung oder den Verlauf onkologischer Behandlungen beeinflussen können? Es gibt viele Superfoods. Superfoods, wenn man das immer so grob klassifizieren möchte, sind im Prinzip Ernährungsmittel, die naturgewachsen sind bzw. bio angebaut sind. Und da sind an erster Stelle zu nennen die Kreuzblüter, zum Beispiel Brokkoli, Weißkohl, Rotkohl, Grünkohl, aber auch Mandeln gehören dazu, Shiitake-Pilze gehören dazu, Beeren gehören dazu, um nur einige zu nennen. Was empfehlen Sie Ihren Patientinnen darüber hinaus, um die Behandlung oder den Krankheitsverlauf günstig zu beeinflussen? Im Prinzip kann man sagen, Finger, Gabel und Bewegung im Prinzip. Also ich will damit sagen, die Finger praktisch, lass die Zigaretten weg zum Beispiel, die Gabel, ich ernähre mich richtig und die Füße, ich bewege mich einfach. Gibt es spezielle Krebsdiäten? Krebsdiäten gibt es nicht. Es wird zwar immer wieder propagiert von einigen Leuten, aber die gibt es mit Sicherheit nicht, sondern die Frage ist, wie ernähre ich mich richtig? Und ganz wichtig, Punkt 1 ist, so wenig wie möglich verarbeitete Lebensmittel zu sich zu nehmen und möglichst wenig tierische Eiweiße zu sich nehmen. Wie erreichen wir ein möglichst hohes Lebensalter? Da gibt es im Prinzip die Blue Zone, diese blauen Zonen, die es in der Welt gibt. Das sind so mehrere Orte in der Welt, wo man geschaut hat, wo die ältesten Menschen leben. Und man hat versucht, mal so eine Schnittmenge daraus zu entwickeln, was sind die Gemeinsamkeiten. Die Gemeinsamkeiten sind, dass diese Menschen alle sozial integriert sind, dass sie sich bewegen, aber auch, dass sie gesund sich ernähren. Und die Frage ist, was ist wiederum gesund? Sie essen sehr wenig tierische Eiweiße, sie essen hochkomplexe Kohlenhydrate und leben damit sehr relativ lange. Nummer 1 der Menschen sind in Okinawa, eine kleine Insel vor Japan, was ganz spannend ist, weil auf dieser Insel leben die ältesten 100 oder die meisten 100-jährigen Menschen, aber die nächste Generation ist genau das Gegenteil, weil sie einfach ihre Ernährung verändert haben. Das heißt, sie werden nicht mehr 100 Jahre alt, sondern sterben wesentlich früher. Welche Lebensmittel sind besonders schädlich? Zucker ist ein großes Problem, was wir haben. Einfach die Mengen, die wir einfach zu uns nehmen. Wir sind mittlerweile bei 60, 70 Kilogramm pro Jahr pro Person hier in Deutschland. Die Amerikaner liegen bei etwas über 100 Kilogramm pro Jahr pro Person. Nummer 1 eben wie gesagt Zucker. Nummer 2 sind die tierischen Eiweiße. Dazu gehören eben Fisch, Fleisch, Käse, Milchprodukte einfach. Das sind Produkte einfach, die wir in den hohen Mengen einfach
schlecht verarbeiten können. Das heißt, diese Leute zum Beispiel in Okinawa, um nochmal auf Okinawa zurückzukommen, haben in ihrer Ernährung Fisch, Fleisch, Käse, Zucker, 5% macht das Ganze aus bei denen. Das heißt, sie sind auch keine reinen Veganer, es gibt also keine Radikalitäten, aber sie essen sehr wenig davon einfach.